Er ist eine herausragende Persönlichkeit für den deutschen Sport. It is over! Timo's down! He takes it! Thank you to TIMO BOLL! We're standing here at the KUKA booth at CIF 2015 at the robotics show. I'm here with TIMO BOLL. He's our brand ambassador for KUKA. TIMO, could you tell us a little bit about how you enjoy being a brand ambassador for KUKA? First of all, I'm very proud to represent a very successful German brand. TIMO BOLL passt als Markenbotschafter ideal zu KUKA. Wir bei Butterfly sind eigentlich durch und durch selber auch Tischtennisspieler. Und Timo passt da ideal zu uns. Er lebt Tischtennis, er ist Tischtennis. Wir sind ja einer der Rechtsschutzversicherer weltweit und deswegen ist natürlich Fairness für uns so besonders wichtig. Und wer steht für Fairness, wenn nicht TIMO BOLL? Er steht für Schnelligkeit, Präzision, Beweglichkeit, also wirklich Qualität, und die liefert er seit über 20 Jahren auf höchstem Niveau. Genau das ist, wofür KUKA steht. Ja, guten Morgen. Hallo. Alle bereit für eine Runde Ping-Pong? Ja, da wollen wir eine Runde spielen. Ja, ich bin jetzt schon bei KUKA das 6. Jahr, glaube ich. War eine super spannende Zeit, erstmal in so einen großen Konzern reinzuschnuppern. Ja, die KUKA beschäftigt sich mit roboterbasierten Automation. Und hier spielt China eine ganz große Rolle. Und um das China-Geschäft nochmal zu pushen, kamen wir auf die Idee, in 2013 einen Markenbotschafter, einen Testimonial zu engagieren. Und ja, China, Tischtennis ist, glaube ich, klar. Und so kam dann die Idee, nehmen wir TIMO BOLL, Tischtennis, als Markenbotschafter. Ja, ich bin natürlich ein riesen Technik-Freak und ja, dadurch haben die Termine auch einfach Spaß gemacht. Ja? Man sieht es nicht nur als Werbebotschafter an, sondern ja, die Termine machen mir auch unheimlich Spaß und Freude und ich interessiere mich für die ganze Geschichte und deshalb passt die Zusammenarbeit auch, glaube ich, ganz gut. Ja, Timo ist einer von uns. Wenn er bei KUKA ist oder auf den Messen mit uns zusammen zu Messen geht, dann geht er auf die Leute zu und findet immer Themen, die man gemeinsam besprechen kann, außer dem Sport. Er ist sehr technikaffin, sehr technikinteressiert, wir natürlich auch. Und deswegen kommt er bei unseren KUKanern sehr, sehr positiv an. Wir verstehen uns und die identifizieren sich sehr mit ihm. Wir filmen heute den Spot für KUKA mit dem Agilus in der Hauptrolle, dem ganz kleinen und leichten und agilen Roboter von KUKA, der gegen den TIMO BOLL antritt. Die Filmdrehs waren natürlich sehr interessant, Riesenproduktion. Das Ganze ist entstanden in 2014. Wir haben eine neue Fabrik in Shanghai eröffnet und die Idee war, dass zu dieser Fabrikeröffnung TIMO BOLL auftritt und spielt, aber nicht reell, sondern virtuell. Und wir haben einen Movie gedreht, wo TIMO BOLL, der Supersportler, der Super-Tischtennisspieler, gegen den Roboter, gegen die Maschine spielt. Tatsächlich, obwohl man ja im Film schon ein bisschen erkennt, dass da ein bisschen Show dabei ist, hat es die Welt so interessiert und auch fasziniert, auch die Sportwelt. Wir hatten sogar eine Sportnachrichtenagentur, die hat veröffentlicht, TIMO BOLL schlägt Roboter 11:9 nach 1:9 Rückstand. Und das wurde von mehreren Medien aufgenommen, stand in Zeitungen, Nachrichtendiensten auf der ganzen Welt. Und gab natürlich ein riesen Medienecho. Das Video ist weit über 10 Millionen Mal geklickt worden in ganz kurzer Zeit. Das hat uns fast schon überrollt, dieser Erfolg. Ja, ja, wir haben
die Serie dann fortgesetzt, nachdem der Erfolg des ersten Films überwältigend war, und haben an der Fortsetzung gearbeitet. Der zweite Film war dann folgerichtig The Revenge. Beim zweiten Movie hat Timo Boll Dinge machen müssen, wo der Roboter besser ist. Und da ging es darum, dass man Gläser zum Schwingen bringt. Und das hat der Roboter noch besser gemacht als der Timo. Ja, die Ideen dahinter, das war schon sehr, sehr kreativ. Und am Ende gab es dann ein interessantes Ergebnis. Der Erfolg des zweiten Movies war fast genauso groß mit 7 Millionen. Der dritte Movie hat den Titel The Perfect Match. Was verbirgt sich dahinter? Dahinter verbirgt sich die Zusammenarbeit, die optimale Zusammenarbeit von Mensch und Maschine. Stichwort MRK, Mensch-Maschine-Kollaboration, Cobots und natürlich auch die Zusammenarbeit in einer großen Organisation von Menschen mit Menschen in verschiedenen Abteilungen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt eine Reorganisation geplant und haben diesen Film auch dann in unserem neuen Showroom gezeigt, mit dem Timo Boll wieder als Sympathieträger, der vormacht, wie das funktioniert. Was uns mit Timo verbindet, ist, das ist beides Qualität aus Deutschland. Wir sind auf der ganzen Welt aktiv und spielen da mit, aber wir sind in Deutschland zu Hause und wir kennen unsere Wurzeln und unsere Stärken und die können wir ausspielen. Wir arbeiten jetzt seit 2006 mit Timo Boll zusammen und es ist wirklich Wahnsinn. Und wir als Familienunternehmen, für uns ist so eine langfristige Ausrichtung ohnehin immer wichtig. Und jetzt seit 2006 mit ihm verbunden zu sein, das passt einfach zu uns. Das ist nachhaltig und so stellen wir uns auch Partnerschaften vor. 2018 haben wir auch die Zusammenarbeit mit Dima Ovtcharov begonnen. Und da hatte einer die Idee, Mensch, das wäre doch mal was, wenn Timo und Dima zusammen auf dem ARAG-Tower gegeneinander Tischtennis spielen würden. Und da haben wir gesagt, das machen wir einfach. Und typisch Timo, ja, der war auch gleich Feuer und Flamme, war mit dabei und das sind heute immer noch tolle Bilder. Und das sieht ein bisschen leichter aus, als es tatsächlich ist, denn da oben herrscht ein ganz schöner Wind und Sie wissen ja auch, ein Tischtennisball, der verfliegt auch mal. Als er 11 Jahre war, haben wir das erste Mal von ihm gehört, über einen hessischen Landestrainer, Dieter Schreiber damals, der ihn uns ans Herz gelegt hat. Wir haben ihn dann besucht beim Training, gesehen, wie er spielt und fanden, ja, da kann was draus werden. Ne? Und dann haben wir uns zusammengesetzt, zusammen mit den Eltern und haben damals mit ihm natürlich auch die Partnerschaft begründet. Jetzt schon 29 Jahre. Ja, Timo hilft natürlich bei der Entwicklung unserer Produkte durch seine Erfahrung, durch sein Spielverständnis. Ja, und unsere Techniker sind natürlich auch engagiert dabei und wollen natürlich auch, dass Timo möglichst das Beste aus sich herausholen kann. Und das soll mit unseren Belegen auch helfen. Er ist für uns natürlich ein wirklicher Markenbotschafter, der immer mit unserem Material gespielt hat, der Butterfly auch lebt und liebt. Und da hat er es, bravo Timo Boll, nutzt sofort die allererste Chance und da rennen sie auf ihn zu. Es war klar, dass wir mit dieser Mannschaft eigentlich die Champions League gewinnen müssen. Ja, wir sind da alle über uns hinausgewachsen. Ja, deshalb war es natürlich von den Emotionen her so, ja, fast so mit das Beste, was ich erlebt habe.